So, zurück. Wir beginnen das Spiel. End is never the end. Is never the end. Is loading. Es lädt, es lädt, es lädt. Es wurde gerade in den Chat gefragt, wie war es mit Theme Hospital? Das ist ein ziemlich altes Krankenhausbau-Simulationsspiel. Aber da bin ich echt ziemlich schlecht. Da ist meine Freundin dann doch deutlich besser. Die hat mir auch das Spiel gezeigt. Die macht das auch deutlich schneller als ich. Ich würde da für eine Mission 2 Jahre brauchen, während sie das da mit der linken Hand da wegwischt. Aber wir spielen erstmal Stanley Parable. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, wir sind im Spiel Stanleys Parable. Wir sind Stanley und wir haben die ganze Zeit Befehle getippt, die uns der PC gesagt hat, während wir beobachtet wurden. Etwa aus diesem Winkel, oder? Wollen wir aus diesem Winkel? Nee, so ein bisschen hier. Auch wenn da gerade keine Kamera ist. Und der Erzähler hat gesagt, wir gehen durch diese Tür. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. So, wir sollen jetzt zum Meeting Room gehen. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja, also das Spiel, ich habe es schon mal gespielt, ich habe insgesamt eine halbe Stunde Spielzeit. Das Spiel kann man auch ziemlich schnell durchspielen. Ich habe den PC ausgeschaltet. Das Spiel kann man ziemlich schnell durchspielen. Und der Erzähler ist ziemlich interessant, also mit dem kann man so ein bisschen rumspielen, sagen wir mal so. Weil wie ihr hört, vielleicht hört ihr das, ich tippe gerade auf E und auf einmal macht Stanley Tippgeräusche. Ich kann Türen auf und zu machen, interessant. Das habe ich noch nicht ausprobiert gehabt. Nee, ich möchte nicht da lang, wo der Erzähler mich hinführen möchte. Ach, gehen wir erstmal dahin, wo der Erzähler mich hinführen möchte. Wir gehen hier lang. Keiner ist hier! When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Der Erzähler sagt, wir sind links hingegangen. Beziehungsweise Stanley denkt von sich, dass er nach links gehen möchte, denn da ist der Meeting Room. Und wir gehen mal links. Die Tür geht natürlich hinter uns zu. Überall PCs, überall ganz viele Nummern. Fenster, die ziemlich hell sind. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Do not alter without consulting Whiteboard Manager. Es gibt einen Manager fürs Whiteboard. Rest in peace, Franz.
Oh. Tomorrow, complete today's unfinished agenda items, write next day's agenda, reflect. Employee. Who moved my desk? Please keep the targets on the topic of not cost efficient. Steht da? Standardize graphic. Hier ist eine wunderschöne Präsentation. Ich frage mich aber von wo? Ach, von da. Ich kann aber nicht springen. The Boss Appreciation Minute. On your Boss Appreciation Minute worksheet, circle the top 20 things you love most about your boss, fill out a triplicate and return, bla bla bla. Ganz interessante Sachen, die hier stehen. What is hot? Target Demographic Teenagers. Achso, das ist was ist bei denen heiß? Ja. What are your dreams for the future? Nature, success, plant, life, football, a boat, pollution. Tipps for not getting fired. Talk less. Okay, wir reden weniger und wir gehen jetzt einfach weiter. Room closet. Huch. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nee, ich guck's mir jetzt aber an. Was es hier so gibt. Kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt. Hier ist so ein Besen. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Ah, der Erzähler wird jetzt ein bisschen angry drüber. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ja, ich will mit irgendetwas interagieren. Are you really still in the broom closet? Ja. Standing around doing nothing? Ja. Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Also, lieber Erzähler, warum ich gerade hier drin bin. Also ich sehe diese Broom Closet, ne? Ja. Said Stanley walked past the broom closet. At least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Ja, aber ich bin drinnen, weil es dich ärgert. Ich weiß, dass ich gerade mit dem Spiel rede. To you, this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Ja, vielleicht ist das ein cooles Ende. Ich bleib jetzt hier erstmal drin. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Okay, Erzähler, jetzt wirst du langsam beleidigend. Bist gleich verärgert? To a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Nee. Nein! Ich will hier was machen. Jetzt bist du still. Jetzt redest du gar nicht mehr mit mir, Erzähler, ne? Na? Kann ich dich noch ausreizen?
Ich glaube, du hast jetzt gerade eine Hasstirade hinter dir, deswegen ist... Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Ach! Jetzt habe ich es verstanden. Nee, ich jetzt... You too? Ja. Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Ach so. Also, für die Leute, die es nicht so verstanden haben, weil ich es auch gerade erst jetzt verstanden habe, er hat gesagt, dass ich tot bin. Also, weil ich hier noch immer drin bin, muss ich wohl gestorben sein. Und, da hat sie gesagt, ja, wir brauchen einen zweiten Spieler, der das Spiel ganz normal spielt. Am besten einer, der sich mit den Videospielmechaniken hier auskennt. Und als ich rausgegangen bin, dachte ich so, herzlich willkommen, jetzt, und dann komme ich doch raus. Und rein. Ich glaube, jetzt sagt er nichts mehr. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Wir ärgern dich mal nicht mehr. Schade, die Tür ist zu. Wir gehen zum Bathroom. Execute. Bathroom. Warum kann ich nicht da rein? Das ist unfair. Kann ich mich hinsetzen? Nee. Jetzt geht die Tür zu. Kann ich jetzt da rein? Nee. Immer noch nicht. Okay. Dann ist es halt so. Ah, da ist ein PC. Kann ich ihn anmachen? Nein. Es ist ziemlich ermüdend, dass ich nicht... Ich weiß, dass man... Ich kann da durchgucken durch den Spalt. Nicht viel... Nicht... So. Man kann da durchgucken. Ah! Okay, man kann da nicht rein. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ja, ganz genau. Ich gehe einfach raus. Ich will hier nicht rein. Hallo? Was, wenn ich oft genug gegen die Tür drücke? Was passiert dann? Kann auch kein Klavier spielen. Kann ich sonst was machen? Passiert hier, wenn ich hier irgendwo vielleicht ein Buch rausziehe oder so? Flasche öffne. Nichts, gar nichts. Gehen wir mal hier unter die Kulissen. Schließt sich das dann direkt? Nö. Das ist ein Dunkel. Ich kann es auch mit der Maus auch machen. Ah. Na, aber hier passiert leider nichts. Das ist schade. Drücken wir mal den roten Knopf, der nach unten geht. Man könnte sich gleich in einem Horrorspiel fühlen. Gut, da ich weiß, dass es kein Horrorspiel ist. Das würde wahrscheinlich das Spiel jetzt für mich deutlich schwieriger machen. Weil als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich so, okay, jetzt kommt da was. Aber ich kann euch beruhigen. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. So, wir hinterfragen unser Dasein. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility.
Da steht Escape. Das ist ein langer Weg. Oder sollen wir dem Erzähler glauben? Was, wenn ich jetzt... Flight is on call. Passiert nichts. 914. Was, wenn ich... Kann ich irgendwo 914 eingeben? Geben wir mal da... Wir folgen einfach mal den Worten unseres Erzählers. Und machen Licht an. Machen Licht an. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Boah, sind das viele Fernseher und sind die groß. Goddammit, die sind gigantisch, diese Fernseher. Will auch. So, gehen wir mal hier lang. Zu viele. Die oben sind dann nicht so schön geordnet. Was ist das denn? Mikrowelle? Keine Ahnung. Wir machen mal die Kameras an. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ich weiß jetzt nicht, wo unser Zimmer war. This mind control facility, it was too horrible to believe Da! it couldn't be Ich true. seh's. Had Stanley really Nein. been under someone's control all this time? Waren wir Was this the only reason 427? he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ich glaube schon. Wir waren 427. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Ja. For he would dismantle the controls once and for all. Okay. Wir zerstören die Gerätschaft hier. Ich drücke jetzt einfach 5. Moment, 9, 1. Da ist eine 4, da ist eine 3. Oder sehe ich das? Nee, doch, das ist eine 3. Okay, oben ist die 4. Da ist die 1, da ist die 2. Okay. 1, 2. Drücken wir einfach jetzt mal hier die ganzen Tasten. 3. Weil das habe ich noch nie gemacht. Also das ist selbst für mich neu. Ich war hier schon mal, das ist richtig, aber ich probiere mal hier ein paar andere Sachen aus. 4. Es ist ziemlich anstrengend, dass man nicht rennen kann und auch nicht springen. Man ist ziemlich festgefahren in diesen festen Wegen. Oh, roter Knopf. Der Knopf ist sicherlich gut. Ganz bestimmt. Aber erstmal drücken wir die 5. Und dann gehen wir rein. Auf den großen Monitor. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Bevor der Erzähler reden konnte. Was hast du davon, Erzähler? Na? Blackness and a rising chill of uncertainty. Ich sehe Was was. it over? Nee, ich sehe einen Stuhl. Yes.
Ah. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building Oh, hold? ist das schön. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let Großes go. Nichts hinter uns. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Oh, The schön. feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ja, wir sind happy. Weil das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir haben es rausgeschafft. I'd like some food. Some